Backstage. Hinter der Bühne von Organisation und Führung. Zwei Begriffe aus der Systemtheorie oder warum wir nicht wie Fritteusen sind und auch nicht so geführt werden wollen. Mit Hannes Gesoni. Das Menschenbild ist die Vorstellung darüber, wie Menschsein funktioniert. Und bei den Menschenbildern gibt es natürlich so viele unterschiedliche Menschenbilder, wie es Menschen gibt. Eine Extremposition wäre zum Beispiel das mechanistische Menschenbild, wo man davon ausgeht, dass der Mensch eine mehr oder weniger berechenbare Maschine ist und sich Verhalten sehr, sehr eindeutig vorhersagen lässt. Eine andere Extremposition des Menschenbildes wäre sehr individualistisch, wo man davon ausgeht, dass jeder Mensch im Grunde eine Blackbox ist und das Verhalten im Detail nicht vorhersagbar ist. Natürlich hat das Menschenbild einer Führungskraft ganz direkte Auswirkungen darauf, wie diese Führungskraft die Mitarbeitenden führt. Verwenden wir mal die Systemtheorie, um zwei grundlegend unterschiedliche Menschenbilder aufzuzeigen, nämlich triviale Systeme und non-triviale Systeme. Triviale Systeme sind unbelebte Systeme, Maschinen, Geräte. Und von diesen Maschinen und Geräten erwarten wir uns, dass ihr Verhalten berechenbar ist und immer gleich bleibt. Das heißt also, immer der gleiche Input sollte immer den gleichen Output produzieren. Fritteusen zum Beispiel. Von einer Fritteuse erwarte ich mir, dass sie gestern und heute und morgen aufgrund der gleichen Bedienung immer das gleiche Resultat bringt. Und wenn das einmal nicht so ist, dann sagen wir zu dieser Maschine, sie ist kaputt und wir tauschen sie aus oder schicken sie wenigstens in die Werkstatt, um sie reparieren zu lassen. Und es gibt immer noch Führungskräfte, die behandeln ihre Mitarbeitenden wie Fritteusen. Und wenn sie mal nicht funktionieren aufgrund des immer gleichen Inputs, dann werden sie entweder ausgetauscht oder sie kommen in die Werkstatt und die Werkstatt bei Mitarbeitenden ist zum Beispiel Coaching oder ein Seminar. Bei trivialen Systemen gibt es einfache und kompliziertere Systeme. Aber was sie alle gemein haben, ist, dass sie, wenn man lange genug darüber nachdenkt und versucht, ihre Logik zu verstehen, dass sie verstehbar sind. Ja, also da gibt es keine Überraschungen. Und ein Flugzeug als komplizierteres System sollte bitte auch unter gleichen Bedingungen und bei gleicher Bedienung immer gleich funktionieren und nicht morgen irgendwie ein anderes Flugverhalten an den Tag legen, nur weil es vorgestern irgendetwas gelernt hat. Im Gegensatz dazu sind non-triviale Systeme belebte Systeme. Dieser Teil der Systemtheorie kommt auch aus der Biologie. Non-triviale Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf der einen Seite irgendeine Art von Stoffwechsel haben und sich fortpflanzen können und dass immer der gleiche Input immer zu einem, wenn auch geringfügig, anderen Output führt. Gedankenexperiment, stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen einen Witz erzählen und nehmen wir an, der Witz ist gut, er ist gut erzählt und er ist noch unbekannt. Dann ist der Input in das non-triviale System, also in Sie, der Witz. Das Hirn verarbeitet diesen Witz und wenn das so ist, dass er gut ist, dann wird der Output sein eine gute Stimmung, ein zumindest Lächeln oder vielleicht auch ein ausgelassenes Lachen. Hätte ich das Menschenbild Fritteuse, dann wäre ich jetzt der Meinung, dass ich etwas später den gleichen Witz noch einmal erzählen könnte, um die gleiche Reaktion, die gleiche Stimmung, das gleiche Lachen hervorrufen zu können. Würde ich jetzt den Witz noch einmal erzählen, dann würden Sie möglicherweise, weil Sie ein höflicher Mensch sind, so ein etwas verhalteneres Lächeln zusammenbringen und würden sich denken, warum erzählt mir der den Witz noch einmal? Ich hätte im Gegenzug dazu auch die Hypothese, naja, so ein bisschen kaputt ist das System mir gegenüber schon, weil das erste Mal war der Output etwas freundlicher. Und weil ich Ihnen noch eine Chance geben möchte, erzähle ich den gleichen Witz ein drittes Mal und spätestens jetzt ist der Output kein Lachen mehr, zumindest nicht über den Witz, sondern eine wilde Hypothese über meinen Geisteszustand, ganz egal, ob Sie diese Hypothese mir gegenüber äußern oder auch nicht.
Naja, und so verhält sich das auch mit Führung. Also es wäre schon sehr beachtlich und bemerkenswert, wenn eine Führungskraft eine Führungsintervention, die nicht zum Erfolg führt, versucht erfolgreich zu machen, indem sie sie auf unveränderte Art und Weise mehrfach wiederholt. In diesem Fall müsste man sich die Frage gefallen lassen, wer denn jetzt die Fritteuse ist. Backstage. Hinter der Bühne von Organisation und Führung.